beim Loa Deutschtraining im Lernbereich 5 der Trainingswiese. Nützlich für Deutschlernende, die fließend und treffsicher Deutsch können möchten, aber auch für Deutschlehrende, die einen einfachen und enorm wirksamen Lern- und Lehransatz kennenlernen möchten. Bevor man auf der Trainingswiese übt, empfiehlt es sich, bei den Basistrainings vorbeizuschauen, bei den Sprachschleifen, den Merksätzen, dem Wortschatztraining und dem Training zum Satzstrukturschatz. Warum gibt es die Trainingswiese? Es geht darum, das in den 4 Basistrainings Gelernte in die aktive Anwendung zu bringen. Oft geht es einem so, dass man was sagen oder schreiben will und denkt, ja, das kann ich eigentlich schon, das habe ich gelernt, aber wo steht das nochmal oder wie hieß das nochmal? Man sucht und hat es nicht aktiv verfügbar. Das Ziel auf der Trainingswiese ist, dass ich das, was ich sagen will, auch gleich sagen kann. Und was macht man auf der Trainingswiese? Da kombiniert man und variiert man das, was in den Basistrainings gelernt wurde. Es ist sehr wichtig, eigene Schreibversuche zu unternehmen. Also man schreibt Sätze auf, probiert was aus, sucht sich einen Muttersprachler oder einen Loa-Trainer, zeigt, was man geschrieben hat und fragt, ob das so stimmt oder ob man da noch was optimieren kann. So lernt man mit der Zeit, die Dinge treffsicher zu formulieren. Und das System, nach dem man das macht, also wie man das macht, erst erkennt man ein Prinzip, dann übt man nur mit der Wörtern, nur mit die Wörtern, nur mit das Wörtern und erst dann mischt man der, die, das Wörter. Ich will kurz erklären, warum. Das erfährt man eigentlich in dem Training zu dem Wortschatz, nicht zu den Merksätzen, pardon. Aber ich will es hier auch nochmal andeuten. Es ist nämlich so, dass die der Wörter für jeden Fall einen eigenen Artikel haben. Also der, den, dem, des, der Mann, den Mann, dem Mann, des Mannes. Bei den die-Wörtern ist es nicht der Fall. Die Frau, der Frau, der Frau. Hier ist es also schwer zu erkennen, ist es das Dativ der oder das Genitiv der? Ist es das Nominativ die oder das Akkusativ die? Ist schwierig zu erkennen. Bei den das-Wörtern heißt es das, dem, des. Auch da haben wir hier keine eindeutige Unterscheidungsmöglichkeit anhand der Artikelwörtern. Das machen uns die der-Wörter leicht. Der, Nominativ, den, Akkusativ, dem, Dativ und des, Genitiv. Das heißt, ich übe erstmal die Dinge mit den der-Wörtern, weil ich dann sicher bin, dass ich weiß, um welchen Fall es sich handelt. Dafür machen wir auch diese Gesten und zeigen auf die Farben. Wenn ich dann die einzelnen Abteilungen der, die, das getrennt geübt habe, dann mische ich auch und versuche Sätze und Beispiele zu formulieren, in denen sowohl der als auch die als auch das Wörter vorkommen. Bei dem Beispiel, was ich hier geben will, mischt man die 15 Basiswörter mit den Merksätzen zu den bestimmten Artikeln und einer Satzstruktur. Die Basiswörter, das waren diese, das sieht man beim Wortschatz: Mensch, Tier vom Bauernhof, Tier aus warmen Ländern, Möbelstück und Lebensmittel, und entsprechend sind die Kategorien auch bei den die-Wörtern und bei den das-Wörtern. Warum wir der Welt sagen, erfahrt ihr auch bei dem Lernbereich im Basistraining Wortschatz. Und in dem Beispiel, was wir jetzt gerade nennen, geht es um diese 5 Wörter, die man dann schon beherrscht, und kombiniert die zu einer, dazu müsste man dann die Artikel natürlich genau kennen, das lernt man im Basistraining Merksätze. Und dann denken wir uns eine Spielszene aus. Und zwar, weiß ich, man kann eine WG sich vorstellen und eine Wohnung, wo Menschen zusammen wohnen, und eine Person 1 ist gerade nicht da. Die Person 2 legt deswegen etwas für diese Person 1 an einen Ort. Also zum Beispiel an Vater und Sohn und Schlüssel. Der Sohn braucht den Schlüssel, der Vater ist aber gerade nicht da und der Vater legt jetzt dem Sohn den Schlüssel auf den Tisch oder irgendwo hin. Ja? Der Verbcode heißt, wer legt wem was wohin. Das heißt Nominativ, Dativ, Akkusativ, und hier muss man sich dann auskennen mit den Präpositionen. Das übt man auch in den Basistrainings. Die Frau legt der Kuh
eine Birne auf die Kommode. Die Giraffe freut sich darüber, dass die Frau der Kuh eine Birne auf die Kommode gelegt hat. Genau, sie hat das zusammengeschoben, weil sie fortgeschritten ist und schon weiß, dass in dem Nebensatz das Verb nicht mehr hier steht, sondern am Ende. Deswegen hat sie das so zusammengeschoben. Und hier sieht man, das sind tatsächlich die 5 Basiswörter aus der Die-Welt. Die Frau, die Kuh, die Giraffe, die Kommode, die Birne. Die hat sie zu dieser kleinen Szene kombiniert. Und wenn das gelingt, dann kann man auch Wörter einsetzen aus dem eigenen Berufsalltag oder zum Beispiel die Ärztin legt der Fachangestellten die Sonde auf den Tisch oder was auch immer. Das kann man dann mit eigenen Wörtern füllen, aber man beherrscht diese Satzstruktur. Also man hat am Anfang das geübt, was wir vorhin besprochen haben, mischt, also die das getrennt und dann gemischt. Und nun schreibt man eigene Sätze auf, ganz beliebig, so viel wie man kann, und holt sich dann bei einem Muttersprachler oder bei einem LOA-Trainer Feedback, um sicher zu sein, dass man das richtig anwendet. Und mit der Zeit gewinnt man da Routine und man schreibt es erstmal auf, weil man da länger Zeit hat nachzudenken und auch hinterher das Feedback genauer analysieren kann. Aber mit der Zeit kann man das dann auch mündlich im Sprechen anwenden. Wie lange macht man das? Da lernst du so lange, wie du brauchst. Also du wirst da unabhängig und kannst bald eigenständig weiterlernen. Mit der Zeit erkennst du auch in den Texten schon die versteckten Satzstrukturen und die grammatischen Informationen, die du brauchst, um selbst treffsicher zu formulieren. Wann das passiert, das kann man nie voraussagen. Da muss man sich überraschen lassen, denn das ist wirklich bei jedem individuell. Manche brauchen da nur wenige Monate, manche brauchen 2, 3 Jahre. Also da kann man sich einfach freuen, dass es irgendwann passiert und dann ist man unabhängig. Der wichtige Tipp ist tatsächlich, such dir einen Muttersprachler deines Vertrauens und bitte ihn oder sie jeweils kurz mal über die von dir geschriebenen Übungssätze zu schauen und dir Feedback zu geben. Das reicht, wenn er dir dann eine Sprachnachricht schickt, du schickst es per Messenger und er schickt dir eine Sprachnachricht zurück oder verbessert es dir und schreibt es dir neu. Oder wenn es dein Kollege ist, den du siehst, dann zeig ihm dein Heft. Das dauert eigentlich immer nur ganz wenige Minuten, aber es ist für dich sehr, sehr wertvoll zu wissen, ob das, was du probiert hast, stimmt oder was da noch zu verändern wäre. Schau gern auch in die Playlists Tipps für Deutschlernende oder Tipps für Deutschlehrende. Und wenn du Begleitung wünschst beim Deutschtraining, dann nimm Kontakt mit uns auf. Wir bieten auch Fehleranalyse an. Also wenn du uns Sätze schreibst, dann schreiben wir dir ein persönliches Feedback und auch Tipps dazu, was du vielleicht im Basistraining nochmal wiederholen oder vertiefen kannst, um mit dieser Satzstruktur besser klarzukommen. Schau gerne auch auf die Webseite loainstitut.de. Da sind vielleicht auch Angebote für Formate, die für dich passen, oder nimm Kontakt auf, wir finden das Passende für dich. Danke fürs Zuhören.